Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute in diesem Video besprechen wir die deutsche Sprache. Genauer gesagt ist Deutsch eine schwere Sprache zu lernen. Ich habe viele Freunde, die schon mal versucht haben, Deutsch zu lernen, und diese Freunde sagen mir, Deutsch ist eine unmögliche Sprache. Sie sagen, Deutsch sei einfach so schwierig, dass sie nichts verstanden haben, dass sie nichts lernen konnten. Und ich verstehe irgendwie, was sie meinen. Aber meiner Meinung nach ist die deutsche Sprache wirklich nicht so schwer zu lernen, wie die meisten denken. Und heute in diesem Video erkläre ich euch, warum. Also, erstens hat jede Sprache ihre Schwierigkeiten. Also, wenn man Spanisch lernt, ist das spanische R wirklich so schwer auszusprechen. Und wenn man Französisch lernt, kann auch die französische Aussprache schwierig sein. Und ja, klar, Deutsch hat seine Schwierigkeiten, aber diese Schwierigkeiten, wenn man sie versteht, dann wird es leichter, die ganze Sprache zu lernen. Und Deutsch hat eigentlich viel Logik. Und heute spreche ich mit euch über diese Schwierigkeiten und die Leichtigkeiten der deutschen Sprache. Und wir finden heraus, ist die deutsche Sprache wirklich so schwer zu lernen? Meine kurze Antwort: Nein. Also klar, vielleicht hat Deutsch diese Schwierigkeiten, so diese langen Wörter wie Fleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, oder man hört diese Aussprache und man denkt, das ist einfach unmöglich. Aber ich sage euch jetzt, dass ja, diese Schwierigkeiten vielleicht nicht so beängstigend sind, wie ihr denkt. Fangen wir mit dem Wortschatz an, denn es ist wirklich ganz leicht, besonders als Englisch-Muttersprache. Wusstet ihr eigentlich, dass Deutsch und Englisch so viele Ähnlichkeiten haben, besonders beim Wortschatz? Deutsch und Englisch teilen viele Wörter, die ähnlich sind. So ungefähr 40% der Sprachen haben Wörter, die fast gleich oder sehr ähnlich sind. Und man sieht diese Wörter, wenn man sie wirklich versucht, sie zu verstehen. Sagen wir diese Wörter Bett, Lampe, Licht, Wasser, und dann vergleichen wir diese Wörter mit den englischen Wörtern. Seht ihr jetzt die Verbindung? Diese Wörter sind wirklich ganz leicht zu lernen. Aber dann hat Deutsch diese sehr langen Wörter. So zum Beispiel, wie ich schon am Anfang dieses Videos gesagt habe, Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgaben und Gesetz, Donnerdamm Schifffahrt, Gesellschaftskapitän, Rechtsschutz, Versicherungsgesellschaften. Diese Wörter, wenn man diese Wörter sieht, denkt das englische Gehirn, nein, niemals, nicht heute, nicht morgen, niemals lerne ich das. Aber diese Wörter zum Glück werden fast nie verwendet. Ich verstehe, dass wenn man diese Wörter sieht, dann denkt man, okay, diese Sprache ist ganz unmöglich und beängstigend, das werde ich niemals lernen. Aber diese Wörter haben eigentlich ein Geheimnis. Diese Wörter sind einfach viele kleinere Wörter als ein Wort zusammengesetzt. Sagen wir Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. Dieses Wort ist nur 4 oder 5 kleine Wörter aus ein Wort zusammengesetzt. Sagen wir Recht, Schutz, Versicherung, Gesellschaften. Und das kann man auf Englisch verstehen. Also stell dir vor, als wäre dieses Wort ein englisches Wort und nur 4 oder 5 englische Wörter aus ein Wort geschrieben. Und ja, macht euch keine Sorgen, denn wie ich schon gesagt habe, diese Wörter werden fast nie verwendet. Und zum Beispiel Englisch hat auch diese langen Wörter, aber ehrlich gesagt, wann würde man dieses Wort hier benutzen? Und zu eurer Überraschung ist die deutsche Aussprache auch nicht so schwer zu lernen. Ich weiß, wenn man diese Wörter hört oder wenn man mal einen Akzent hört gerade oder meine Aussprache, denkt man, okay, diese Sprache ist so harsch, so hart und so aggressiv, dass ich das nie lernen möchte. Aber diese Aussprache, obwohl es schwierige Laute gibt, zum Beispiel das deutsche R oder das Sch, die deutsche Aussprache hat viel Logik, nicht zum Beispiel die englische Aussprache. Im Englischen gibt es so viele Wörter, die keinen Sinn machen. Zum Beispiel haben wir read und read. Und diese Wörter sind gleich geschrieben, aber mit verschiedenen Aussprachen. Aber dann haben wir read und read. Und diese Wörter haben verschiedene Orthographie, aber ja, werden gleich geschrieben.
Und dann gibt es through und though, thou, thought und all diese Wörter. Und dann gibt es das Dorf in England namens Haysborough, aber schaut die Orthographie an, macht das keinen Sinn, wirklich. Zum Glück ist die deutsche Sprache nicht so. Zum Glück, wenn man die deutsche Sprache, zum Glück, wenn man die deutschen Laute beherrscht, dann ist es sehr leicht, die anderen Wörter zu einfach verstehen. Und wenn man die Aussprache versteht, wenn man versteht, wie die Laute funktionieren, dann kann man jedes Wort in der Sprache aussprechen. Aber Deutsch hat auch seine dunkle Seite. Und diese dunkle Seite ist die deutsche Grammatik. Wenn man Englisch-Muttersprachler ist, könnte die deutsche Grammatik vielleicht ziemlich schwierig sein, zu begreifen oder zu lernen. Denn im Deutschen gibt es Substantiv, Genderisierung, es gibt grammatikalische Fehler, Fälle. Es gibt grammatikalische Fälle und wenn man daran nicht gewöhnt ist, könnte das sehr schwierig sein zu lernen. Als wir anfangen Deutsch zu lernen, bemerken wir sofort, dass es 3 Wörter gibt für das eine englische Wort, wie. Wir haben auf Deutsch der, die und das. Und wenn man Englisch-Muttersprachler ist, könnte das sehr schwierig sein zu verstehen. Und also warum gibt es diese 3 Artikel? Warum können wir nicht nur einen haben? Eigentlich in der englischen Sprache gab es auch 3 Artikel, aber die benutzen wir nicht mehr, also macht das unsere Sprache einfacher. Aber ja, die deutsche Sprache benutzt diese 3 Artikel immer noch und das kann schwierig sein. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich sehr schnell daran und dann gibt es hier keine Probleme. Ich glaube, der schwierigste Aspekt der deutschen Sprache für mich waren die Präpositionen. Deutsch hat wie jede Sprache viele Präpositionen und Präpositionen sollte sehr leicht sein, oder? Aber ja, in der deutschen Sprache ist das nicht so. Auf Deutsch gibt es viele Präpositionen, aber das ist nicht das Schwierigste. Englisch hat auch viele Präpositionen, ich bin daran gewöhnt. Aber Deutsch hat diese Präpositionen, die sich ändern und die zu einem bestimmten Fall gehören. Zum Beispiel, es gibt Präpositionen, zum Beispiel die Präposition für. Für gehört zum Nominativ. Das macht Sinn. Für den Hund. Aber dann haben wir mit. Und mit gehört zum Dativ. Mit dem Hund. Und das ist schwer, denn es gibt keine Muster hier und man muss sich einfach daran gewöhnen. Und das Schwierigste ist, dass einige Präpositionen zu mehreren Fällen gehören und es hängt am Kontext ab, welche Präpositionen in welchem Fall wir benutzen. Und das ist sehr schwer. Das war sehr schwer für mich zu verstehen. Und ja, immer noch würde ich sagen, ich habe vielleicht manche Probleme dabei. Ich habe es meistens jetzt verstanden, aber manchmal mache ich diesen Fehler, indem ich die falsche Präposition benutze oder ich etwas falsch sage. Aber ja, Deutsch ist mit den Präpositionen sehr schwer. Es gibt leichte und schwierige Aspekte der deutschen Sprache. Aber was ist das Fazit? Ist Deutsch schwer zu lernen oder nicht? Natürlich kann ich für euch das nicht beantworten. Es hängt wirklich an vielen anderen Möglichkeiten ab, ob die deutsche Sprache schwer oder einfach ist. Aber meiner Meinung nach ist Deutsch nicht so schwer wie andere Sprachen, zum Beispiel Russisch oder Türkisch. Diese Sprachen waren für mich sehr schwer und ich habe immer noch viele Probleme beim Türkisch. Also, obwohl Deutsch viele Schwierigkeiten hat, ist Deutsch wirklich nicht die schwierigste Sprache der Welt. Und wenn ihr Deutsch lernen wollt, dann lernt Deutsch. Es ist wirklich nicht so schwer, wie ihr denkt. Klar, es gibt einige schwierige Aspekte der Sprache, aber jede Sprache hat schwierige Aspekte. Also, wenn ihr die Lust habt, Deutsch zu lernen, dann empfehle ich euch das wirklich sehr. Die deutsche Sprache ist eine sehr schöne Sprache und es lohnt sich bestimmt, die Sprache zu lernen. Also macht euch keine Sorgen über die Schwierigkeiten der Sprache. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran und danach spricht ihr Deutsch so gut, dass ihr die Muttersprachler beeindruckt. Und sogar mit einem kleinen Fehler werden die Deutschen sehr, sehr froh, dass ihr
ihre Sprache gelernt habt. Also danke fürs Zuschauen dieses Videos und ich hoffe, es war motivierend für euch, wenn ihr Deutsch lernen wollt oder wenn ihr einfach sehen wollt, wie die deutsche Sprache hört, welche Aspekte der deutschen Sprache gibt es, dann hoffe ich, dass dieses Video für dich nützlich war. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt oder wenn ihr Empfehlungen habt, dann bin ich sehr froh, das zu bekommen. Ich brauche neue Ideen für meine Videos, also wenn ihr neue Videos sehen wollt, dann schreibt in den Kommentaren, welche Videos ihr sehen möchtet und dann versuche ich diese Videos zu drehen. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüss.